Hallo meine Freunde, hola Madridistas, was für eine tolle Nachricht für jeden deutschsprachigen Madridista, denn Real Madrid kommt nach Österreich und das Ganze schon in ein paar Tagen. Was da los ist, erkläre ich euch natürlich in dem Video. Dann unterhalten wir uns über den ersten Spieltag, denn ein Richter hat jetzt ein Urteil gefällt, also könnt ihr die Tickets nach Madrid buchen oder nicht, was der letzte Stand ist, erfahrt ihr. Dann unterhalten wir uns auch über den neuesten Neuzugang Franco Mastantuono. Da gibt es auch neue Infos etc. pp. Es wird auf jeden Fall ein sehr interessantes Video. Viel Spaß dabei. Es gibt, glaube ich, keinen, der es besser zusammenfassen kann als Hamid mit seinem Video. Die Jungs von Real Madrid befinden sich auf dem Weg zurück nach Madrid. Übermorgen startet die Vorbereitung und ich finde, Hamid hat das schon relativ gut zusammengefasst. Mir hat das mit Lucas Vázquez und Carreras am besten gefallen, aber auch das mit Rodrigo und Tottenham war lustig. Wobei, ich hatte euch vor ein paar Wochen beim Thema Tottenham und Rodrigo noch gesagt, dass ein Heung-min-Son kurz davor steht, nach Los Angeles zu wechseln. Ja, und das hat auch ein Fabrizio Romano heute Morgen noch bestätigt. Der Abschluss von Son nach LA steht kurz vorm Abschluss und der linke Flügel von Tottenham ist frei. Bin ich mal gespannt, inwieweit ein Levy, der Präsident von Tottenham, aus sich rausgeht. Ich glaube, man kann mit Madrid verhandeln, wenn da eine dicke 1 und noch ein paar Zahlen dahinter stehen. Bin ich mal gespannt, aber darüber wollte ich eigentlich nicht reden. Nein, kommen wir zunächst einmal zu der tollen Nachricht. Real Madrid kommt nach Österreich. Genauer genommen nach Innsbruck. Und das Ganze heute in 10 Tagen. Obwohl Real Madrid nur so eine kurze Vorbereitung hat, am 4., also am Montag starten wir und 2 Wochen später, mehr oder weniger, am 19. ist schon das erste La Liga-Spiel gegen Osasuna und alle gingen davon aus, in Spanien gab es die Information, Madrid wird nur in Madrid bleiben, keine Reisestrapazen auf sich nehmen, jeden Tag ausnutzen, um die Vorbereitung, soweit es geht, auszukosten. Aber Xabi Alonso ist es anscheinend wichtig, seine Jungs in Aktion zu sehen, die Sachen, die man eintrainiert, auch auf dem Fußballplatz zu sehen. Und so wird es passieren. Real Madrid hat ein Freundschaftsspiel am 12. August um 19 Uhr gegen WSG Tirol. Eine unterklassigere Mannschaft, vermute ich. Ich habe von denen noch nichts gehört. Nimmt es mir bitte nicht übel. Bin ich gespannt, wer von euch da Tickets bekommt. Wenn ihr eins übrig habt, sagt Bescheid. Ich schaue mal, ob ich es vielleicht auch schaffe. Ich bin tatsächlich ab dem 11. August in Deutschland. Muss ich mal schauen, wie ich das mit den Reisestrapazen hin und her hinbekomme. Aber wäre schon interessant, das einzige Freundschaftsspiel von Real Madrid in dieser Saison zu sehen. Wer bei diesem Spiel noch nicht dabei sein wird, das wurde ich nämlich tatsächlich gestern gefragt, ist Franco Mastantuono. Ich habe es euch schon oft genug erklärt. Franco Mastantuono wird erst am 14. August 18, erst ab dann darf er offiziell den Vertrag unterschreiben und Spieler von Real Madrid werden. 2 Tage vorher darf er leider in Österreich noch nicht mitspielen. Aber was er sehr wohl darf, ist nach Madrid reisen. Und das hat er gestern Abend getan. Während ich dieses Video drehe, muss er mehr oder weniger schon im Landeanflug sein in Madrid, in Barajas. Und gestern, bevor er losgeflogen ist, hat er noch ein kurzes Interview gegeben. Hören wir uns das zusammen einmal an. Ja, also ich bin wirklich sehr glücklich. Ich habe lange auf diesen Tag gewartet und freue mich sehr, in Madrid dabei sein zu können. Wie haben Sie diesen Vergleich aufgenommen, den Sie in Spanien mit Di Stefano angestellt haben, mit den Ähnlichkeiten
River auf derselben Position spielen zu lassen und auch die Träume sind sehr ähnlich. Ach okay, ein großartiger Spieler, eine Fußballlegende und ich sagte, dass ich in seine Fußstapfen treten wollte, weil ich für River gespielt und dann nach Madrid gegangen bin. Nun, für mich ist es sehr, sehr schön, diesem Weg folgen zu können und hoffentlich auch dasselbe tun zu können wie er. Welche Dinge lässt du bei River zurück? Viel, sehr viel. Ich lasse viel zurück, aber gut, jetzt bin ich halt schon mit dem Kopf bei dem, was kommt. Ehrlich gesagt möchte ich ankommen und mich an das Team anpassen und dann schon mitspielen können. Ja, man sieht die Illusion in seinen Augen. Er möchte den Fußstapfen von Alfredo Di Stefano folgen, der wahrscheinlich größten Real Madrid-Legende aller Zeiten. Also, wenn er nur annähernd dahin kommt, dann können wir Madridistas mehr als glücklich sein. Aber vor allem hört man auch, er möchte sofort schnell bereit sein, um der Mannschaft zu helfen. Er wird jetzt heute landen, er wird direkt mit dem individuellen Training starten. Das ist mit den Physios von Real Madrid so abgesprochen, mit seinen persönlichen. Er wird von zu Hause aus arbeiten, er wird auch schon in Valdebebas arbeiten. Er darf nur noch nicht mit der Mannschaft arbeiten, aber das sind halt FIFA-Gründe, wie gesagt. Er muss erst 18 werden. Aber besser so, weil, wie gesagt, der Saisonstart steht nicht mehr weit voraus und die Jungs müssen so fit wie möglich sein. Man hat in den letzten Tagen auch Urlaubsvideos gesehen. Das, was mich am meisten beeindruckt hat, ich blende es euch mal ein, ist von einem Vini Junior. Und das erinnert mich an einen Vini Junior von vor 2 Jahren, bevor seine Saison kam, wo er so richtig explodiert ist. Da hat man ganz oft diese Videos gesehen, wie er im Sand da sein Training gemacht hat und diese Explosivität, diese schnellen Seitenwechsel etc. Hoffentlich nimmt ein Vinicius das ernst. Die Vertragssituation, so kompliziert sie auch ist, mag uns am Ende helfen. Vielleicht weiß er, wenn ich meinen neuen Vertrag haben möchte, muss ich die Leistung wieder zeigen, die ich vor 2 Jahren gezeigt habe. Ich als Madridista freue mich, wenn ich ihn so trainieren sehe. Auch ein Dean Housen hat trainiert, das ist natürlich ein ganz anderer Rhythmus, das ist eine ganz andere Übersetzung. Er braucht nicht diese Explosivität oder diese schnellen Seitenverlängerungen als Innenverteidiger. Aber wie man sieht, die Jungs von Real Madrid haben sich fit gehalten und das mussten sie auch. Denn der Richter hat jetzt eine endgültige Entscheidung getroffen, ob Real Madrid gegen Osasuna am 19. spielen muss oder nicht. Hören wir da zusammen einmal rein. Nein, dieses Spiel kann nicht verschoben werden. Der Einzelrichter hat den Einspruch von Real Madrid abgelehnt. Hector González, wie geht's? Hallo, guten Tag. Wie geht's? Hallo, guten Tag, Iago. Es war klar, dass die Entscheidung vor dem Start der Liga bekannt gegeben werden würde. Offensichtlich haben wir die Nachricht heute Nachmittag erfahren. Ja, das Spiel Real Madrid gegen Osasuna wird am Dienstag, den 19. um 9 Uhr abends stattfinden, nachdem der Einzelrichter für Wettbewerbe den Einspruch von Real Madrid abgelehnt hat. Erinnern wir uns daran, dass Real Madrid am 9. Juli die Verlegung beantragt hatte, an dem Tag, an dem sie bei der Club-Weltmeisterschaft gegen Paris Saint-Germain ausgeschieden waren. Osasuna, der Verband und die Spielergewerkschaft AFE waren mit einer Verlegung einverstanden, nicht jedoch La Liga. Und heute haben wir die Entscheidung des Richters José Alberto Peláez erfahren, der den Antrag ablehnt. Der Richter sagt, dass es kein Fall höherer Gewalt ist, dass der Spielplan heilig ist, dass man das Spiel nicht später austragen kann, weil zum Beispiel beide Mannschaften dann wüssten, ob ihnen ein Unentschieden oder ein Sieg mehr nützt. Das ist das, was man aus dem Beschluss des Richters herausliest, was man daraus interpretiert. Außerdem sagt er auch, dass im Tarifvertrag von 3 Wochen Urlaub die Rede ist, aber in keinem Fall von der Saisonvorbereitung, dass Madrid mehr als genug Spieler hat, dass sie noch 2 freie Plätze im Kader haben, dass sie 23 Spieler im Aufgebot haben und nicht die 25, die sie haben könnten, dass es ja auch Pausen für die Spieler und Rotationen gibt und dass diese auch ihren Zweck erfüllen. So steht es also um Real Madrid, das am kommenden Montag, dem 4. wieder mit dem Training beginnt. Real Madrid wird gegen Osasuna mit nur 15 Tagen Training spielen und zwischen dem 9. Juli und dem 19. August werden 41 Tage vergangen sein vom Real Madrid PSG, dem letzten Spiel der Saison 24/25, bis zum Real Madrid Osasuna, dem ersten der Saison 25/26. Und lass mich einen Auszug aus dieser Entscheidung vorlesen, denn das wird noch für Gesprächsstoff sorgen. Und zwar sagt der Einzelrichter unter anderem Folgendes: Gemäß Artikel 136 des Allgemeinen Reglements des Verbandes dürfen die Vereine über maximal 25 in ihren jeweiligen Kadern gemeldete Spieler verfügen. Aufgrund der bei der Föderation vorliegenden Daten verfügt Real Madrid derzeit über 23 gemeldete Spieler und hat bislang nach eigenem Ermessen von den beiden verbleibenden Plätzen, die noch zur Verfügung stehen, keinen Gebrauch gemacht, um Aber dann, wenn sich mal wieder reihenweise Spieler verletzen, dann heißt es, die böse FIFA, zu viele Spiele, etc. pp. Aber jetzt, wo du in deiner eigenen Liga deine Spieler schützen kannst
Und Real Madrid verlangt ja jetzt nicht, dass wir einen Monat später starten. Madrid hatte um eine Woche mehr gebeten. Eine Woche. Danach, im zweiten Spieltag, hätten die gespielt. Und Osasuna hat Real Madrid unterstützt. Die Spielervereinigung hat Real Madrid unterstützt. Die Liga, Javier Tebas, es gab einen Handschlag. Die haben gesagt, ja, aber wir kennen Javier Tebas. Sobald er die Möglichkeit hat, Real Madrid zu schaden, wird er das tun. Und diese verkürzte Vorbereitung, es geht sich gar nicht um die Woche. Alles. Ein Xabi Alonso soll eine Saison, die 10 Monate dauert, in 2 Wochen vorbereiten. Ein Xabi Alonso soll seine neue Taktik, die neuen Automatismen, die neuen Laufwege etc. in 2 Wochen an diese Mannschaft reintrainieren. Diese 2 Wochen oder diese Woche, die uns fehlt, die werden wir noch im Laufe der ganzen Saison spüren. Und wir brauchen uns gar nicht über Verletzungen unterhalten, denn wenn die Spieler jetzt noch schneller fit werden müssen, eine Mannschaft, die sowieso schon weniger Pause hatte als die anderen Mannschaften, weil sie halt noch bei der Club-WM dabei war. Also die Spieler sollen weniger Pause haben und sich weniger vorbereiten. Aber dann sollen wir so tun, als wenn die Liga ein fairer Wettbewerb ist und alle unter die gleichen Voraussetzungen starten. Und sogar der Torwart von den Gegnern hat dazu ein Interview in einem Radio gegeben. Hören wir da einmal rein. Madrid startet unter schlechteren Bedingungen als die übrigen Wettbewerber. Nun ja, so gesagt, könnte das durchaus schon der Fall sein. Es stimmt allerdings, dass Madrid dann doch einen großartigen Kader mit großartigen Spielern hat, die in bestimmten Momenten der Saison auch an diese Anforderungen gewöhnt sind. Und ich denke, dass sie in dieser Hinsicht dann eben als so eine starke Mannschaft in der Lage sind, jeden zu schlagen. Und man muss immer diesen Respekt haben, nicht wahr? Ja, es stimmt schon, dass ich denke, dass jede Person mit ein wenig Verstand würde man verstehen, dass die Zeit nicht ausreicht, damit Madrid auf 100% kommt. Okay, Madrid hat individuelle Klasse, die Spieler sind das gewöhnt, aber jeder mit ein bisschen normalen Verstand sieht, dass Real Madrid natürlich lange nicht bei 100% sein kann. Ja, ob Javier Tebas einen normalen Verstand hat oder nicht, das mag ich nicht zu beurteilen, aber jeder sieht, er lässt Real Madrid mal wieder unter schlechteren Voraussetzungen in die Liga starten. Ich kann nur hoffen, dass wir das nicht im Laufe der Saison merken. Ich bin mir umso sicherer, dass wir einen noch tieferen Kader brauchen, denn wenn man diese Voraussetzungen sieht, hoffe ich, dass sich die Verletzungen der letzten beiden Jahre nicht wiederholen. Ja, ich bin gespannt, was ihr zu diesem Thema sagt. Real Madrid ist komplett empört über dieses Urteil. Real Madrid möchte anscheinend auch nochmal in Revision gehen. Ich glaube nicht, dass Real Madrid eine Chance hat. Aber so wie es aussieht, muss Real Madrid am 19. starten. Ja, das war's heute, ein etwas kürzeres Video. Ich war fresh beim Friseur, meine Frau ist wieder da. Jetzt möchte ich natürlich auch ein bisschen Zeit mit ihr verbringen. Ich hoffe, ihr versteht das. Morgen wieder ein etwas ausführlicheres Video. Da unterhalten wir uns auch über Raúl Asensio, denn die Staatsanwaltschaft fordert anscheinend 2,5 Jahre Haft. Was da los ist, darüber reden wir morgen. Bis dahin. A la Madrid!